Es ist wirklich eine Goldmedaille. Also ich habe es wie gesagt selber noch nicht richtig gerafft. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Warning. The following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Hi, mein Name ist Max Lang und das sind die explosiven Züge. Viel Spaß. Moin Freunde des gepflegten Leistungssports, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht, ich bin wieder in meinem alten Wohnzimmer zugange. Ich habe auch jetzt nach der Europameisterschaft noch Training auf dem Plan stehen. Logischerweise, weil ich muss nur nach Kolumbien und ein bisschen mich zusammenreißen. Aber trotzdem ist die Woche relativ entspannt. Ne? Ich soll wieder so langsam reingehen und was wir heute machen, das erzähle ich euch, sobald ich mich umgezogen habe. Deswegen Intro ab und viel Spaß. So, dann wollen wir mal sehen, was die Katze uns vor die Haustür gelegt hat. Mittwoch. Schwere Züge, leichte Züge, Reisen und Kniebeuge. Sollte machbar sein. Lasten sind auch nicht so hoch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist eine relativ entspannte Woche. Aber zuerst Numero uno, stehende Radtour in der Trainingshalle. Hier ist schon das Ergo, ist bereit. Das feuere ich jetzt erstmal los und dann müsste ich eigentlich noch ein Warm-up machen, nehme ich euch dann mit. Ich nehme euch einfach mit. Die heutige Einheit wird übrigens von Nu-By-Me Performance Nutrition präsentiert. Wer nicht weiß, wer Nu-By-Me ist der beste Dönerladen in Berlin. Viel Spaß! Now you wouldn't believe it if I told you. Marcus knows it's coming! He can't stop it! It's the comeback! Ja, was ist so passiert die letzten Wochen? Ich war mal kurz in Moskau, habe dort die Europameisterschaften gemacht und ich hätte jetzt gesagt, der Wettkampf war nicht so gut, aber im Stoßen gab es eine kleine Überraschung, da bin ich ganz überrascht Europameister geworden. Ich hatte vermutlich ein bisschen Glück, weil die anderen einfach weggeschmissen haben, aber nichtsdestotrotz hat mich das sehr gefreut. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich in Bezug auf die Olympia-Qualifikation dank dem miserablen Reisen mich nicht wirklich gut positioniert habe. Deswegen ja, bin ich am Mittwoch wiedergekommen und gleich mal ganz kurz bei McDonald's eskaliert, habe noch einen Tag gechillt und dann bin ich wieder ins Training eingestiegen, weil es ist noch ein Olympia-Qualifikationswettkampf zu absolvieren in Kolumbien, in Cali. Ich weiß nicht, ob das Cali-Kartell euch ein Begriff ist. Das ist da auf jeden Fall mal gewesen und war auch gar nicht so klein. Jedenfalls dort sollte ich vielleicht mal das auf die Bühne bringen, was ich eigentlich schon in Moskau auf die Bühne bringen wollte. Und dann versuche ich meine Chancen auf die Olympischen Spiele nochmal zu verbessern. Aber ich denke, mit der Goldmedaille jetzt im Stoßen habe ich eine gewisse Lockerheit wiedergefunden. Und dann drücken wir nochmal aufs Gas in Kolumbien. So. Ich denke, das reicht jetzt hier auf der Höllenmaschine. Und jetzt machen wir noch ein bisschen spezifisches Warm-up. So, ganz wichtig ist immer, wenn wir hier in den Beinstrecker gehen oder irgendwelche Maschinen hier in dem Trainingsraum benutzen, Handtuch drauf, ja, weil, erzähle ich euch warum, erstens Hygienemaßnahmen, aber zweitens, guckt mal da oben ist eine Kamera und der Chef guckt immer zu. Moin Chef, Handtuch ist am Start, ne? Das letzte Mal hatte ich ein schwarzes Handtuch, hat er natürlich nicht gesehen und prompt hat er mich angerufen, dass ich mich doch bitte an die Hygienemaßnahmen halten soll. Habe ich doch gemacht. Mach die Augen auf. Liebe Grüße, Peter.
Fangen wir an mit der ersten Übung. Schwere Züge, die 15. Ich benutze da gerne Zugbänder aus Leder. Also Zugbänder aus Stoff empfehle ich euch jetzt nicht so unbedingt. Aus dem einfachen Grund, Leder passt sich ein bisschen dem Handgelenk an, so wie diese hier. Und sind dann einfach super bequem und führen auch nicht dazu, dass dann irgendwann mal so ein ziemlich krasser Blutstau stattfindet. Aber als letzten Endes eure Entscheidung. Ich fahre mit Leder super und würde sie jedem weiterempfehlen und von Stoffzugbändern abraten. Das aber nur als Nebeninformation. Weil ich ganz oft gefragt werde, wie ich meine Daumen tape, dachte ich, zeige euch das nochmal. Das hier ist übrigens ganz stinknormales Kinesio-Tape von DM. Im Weightlifting Shop gibt es das Hook Grip Tape. Ich vergesse halt immer nur, welches zu bestellen. Und dann wird es der Notfallplan ab zu DM und ja, dann reiße ich mir die hier in gleich lange Stücke und fummel mir die so um den Daumen. Ich fange hier an, bringe das Ganze einmal auf Spannung und dann einfach nur drum wickeln. Aber gar nicht zu viele Lagen und nicht zu fest zurren, weil sonst seid ihr hier im Daumen nicht flexibel. Und jetzt Trick 17, damit es auch einigermaßen hält, Leukotape. Ich habe mir da so eine große Rolle gekauft und habe das dann einfach eingeteilt. Zack, einmal unten festmachen, wer Bock hat nach oben, mir reicht aber unten. Und dann ist schon der nächste Daumen dran. Machen wir so, auch wieder hier, wie zeige ich es am besten? Einmal festkleben, das hängt dann hier so dran. Und dann könnt ihr hier ganz locker easy, zack, einmal drüber und nochmal. Wer ein bisschen schwitzige Hände hat und das Tape deswegen des Öfteren mal verliert, der sollte sich vorher die Daumen mit Magnesia ein bisschen einreiben. Dann ist nämlich die Hand trocken und das Zeug klebt besser. Schaut, so sieht es aus. Und das ist ganz easy. Und dann könnt ihr schön mit Hook Grip arbeiten, ohne dass da irgendwas weh tut. Erste Übung ist gemacht. Oh, sorry. Erste Übung ist gemacht. Ihr habt gesehen, die letzte Wiederholung habe ich ohne Zugbänder gemacht. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil das ist so ein bisschen gefühlsechter. Und im Wettkampf habt ihr ja auch keine Zugbänder, deswegen kann man da ruhig mal 1, 2 einbauen. Aber, ich sag's gleich, nicht erst beim letzten dann mal ohne Bänder, sondern versucht euch auch schon damit hin und wieder ein bisschen warm zu machen, weil sonst zieht ihr euch die Fingernägel raus. Und das soll ziemlich wehtun, habe ich gehört. Probiert das mal aus. Übrigens auch bei explosiven Zügen möglich. Kommt jetzt gleich. Dranbleiben. Warning. The following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Hi, mein Name ist Max Lang und das sind die explosiven Züge. Viel Spaß. So, und jetzt reißen wir noch ein bisschen, bevor wir Kniebeuge machen.
So, kurzes Päuschen hier im Reisen, weil ich merke, dass mir ein bisschen der Magen rummelt, weil ich Hunger habe. Dann gebe ich ihm was zu essen. Kokosnuss finde ich einfach am leckersten. Deswegen, wer die Sorte noch nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Und ihr wisst, mit meinem Code könnt ihr ein bisschen sparen. Max Lang. Mal jetzt eine Kniebeuge. Das wäre dann die 4. Übung heute. Aber nicht so hoch, ich glaube bis bis 60. Ich weiß es nicht. Ich gucke gleich nochmal rein. Aber erstmal ein bisschen durchschnaufen. Mit 120 geht's los und ich habe auch noch nicht geguckt. Bis 170. Da lag ich doch gar nicht so verkehrt mit 160. Na denn, geht's los. Ich habe zwar gesagt bis 170, aber was ich nicht gesagt habe, nachdem ich jetzt nochmal an 160 muss, gehe ich 3-mal an 170. Oh, ich lieb's. Ich will sie am liebsten alle hintereinander machen, aber das schafft mein Körper nicht. Aber ich bleibe bei 170, weil es ist ja eine entspannte Woche, weißt du? Oder gehe ich doch höher? Nee. Ich muss stark bleiben. Und das, Freunde, ist übrigens auch mein Tip of the Day. Ehrgeizig sein ist gut, aber nicht immer. Und ich glaube, wenn ich jetzt, auch wenn es nur 8 wären, mit 170 mache, um dann quasi einen Satz zu sparen, ist das keine gute Idee. Gerade jetzt nach dem Wettkampf, der Körper ist noch ein bisschen labil, sage ich mal. Und dann ist es halt Blödsinn, wenn man sich unnötig irgendwas reinzieht. Ich meine, ich kann jetzt 3-mal an 170 gehen, ja gut, bin ich halt 5 Minuten länger im Training, aber das finde ich ist besser, als wenn du dann rangehst und dann versuchst, so viel wie möglich zu machen und dann knallt es irgendwo. Tip of the Day, haltet euch an den Plan. Nur in Ausnahmesituationen ein bisschen übertreiben. Und mein Trainer und ich fahren zum Beispiel eine 5 Kilo Toleranzpolitik. Das heißt, ich darf auch gern mal 5 Kilo drauflegen. Nicht mehr. Es sei denn, er sagt, let's go. Ganz wichtig. Und ich gehe jetzt noch einmal an 60 und dann gehe ich an 70. Aus gegebenen Anlass gebe ich noch einen Tip of the Day. Wer das Gefühl hat, auf Toilette zu müssen, der sollte das vor den Kniebeugen machen. Aber keine Angst, ist alles gut gegangen. Es waren nur 1, 2 Vorboten, die angeklopft haben. Hey, noch 2 mehr. Na, wer sagt's denn?
3x4. Ich bin jetzt fertig. So, das soll es auch schon gewesen sein. Aber eine Kleinigkeit habe ich noch. Für alle, die nur auf die Medaille gewartet haben. Tada! Da ist sie. Es sieht ein bisschen aus wie Bronze, aber es ist wirklich Gold. Kein echtes Gold, aber es ist wirklich eine Goldmedaille. Also ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht richtig gerafft. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Die ist super schön. Boah, Alter, war das ein Act. Ich sag's euch, also nach dem Reisen hatte ich eigentlich so eine richtige Fuck-it-Einstellung. Aber vielleicht war das auch genau das Richtige für den Moment, weil das Stoßen lief ja. So, jetzt aber, Freunde des gepflegten Leistungssports. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn das Video nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch. Grüßt eure Großeltern von mir und erzählt ihnen von meinem ersten, nee, das ist eine Lüge, von einem meiner ersten Trainings nach der Europameisterschaft, die es jetzt zu sehen gibt. Und viel Spaß. Ansonsten bleibt gesund. Bis bald. Ciao!